In einem gemütlichen Bau unter einer knorrigen alten Eiche lebten 3 junge Osterhasen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Da war Hopsi, dessen Pfoten flink über die Eierschalen huschten und die schönsten Muster und buntesten Farben hervorzauberten. Dann gab es Willi, der ein Meister im Verstecken war. Er fand die ungewöhnlichsten und kniffligsten Plätze für jedes einzelne Ei. Und schließlich war da noch Lotta, deren Schleifenbandkünste unübertroffen waren. Jedes Osternest, das ihre Schleife zierte, sah einfach perfekt aus. Doch dieses Jahr stand Ostern vor der Tür und die 3 Freunde hatten eine riesige Aufgabe vor sich. Der alte Oberhase war erkältet und konnte ihnen nicht wie sonst helfen. Berge von unbemalten Eiern türmten sich im Bau und die Zeit rannte ihnen davon. Hopsi seufzte und blickte auf die schiere Menge an weißen Eiern. Allein schaffe ich das nie. Willi zupfte nervös an seinen langen Ohren. Und wo sollen wir die alle verstecken? Der Wald ist riesig. Lotta versuchte, die Stimmung aufzuhellen. Aber wir sind doch ein Team. Jeder von uns hat seine besonderen Fähigkeiten. Zuerst versuchten sie, alles alleine zu machen. Hopsi bemalte so schnell er konnte, aber seine Muster wurden immer ungenauer und die Farben verliefen. Willi versuchte gleichzeitig zu bemalen und Verstecke zu suchen, was in einem einzigen Chaos endete. Farbe auf den Blättern und unbemalte Eier unter Wurzeln. Und Lotta verzweifelte fast an den vielen Schleifen, die sie binden sollte, während die unbemalten Eier immer noch auf ihre Verzierung warteten. Nach einem frustrierenden Vormittag saßen die 3 Hasen erschöpft beieinander. »Das funktioniert so nicht«, sagte Hopsi mit hängenden Ohren. Da hatte Willi eine Idee. »Hey, warum arbeiten wir nicht zusammen? Hopsi, du bist der beste Maler. Konzentriere dich ganz aufs Bemalen. Lotta, du kümmerst dich um die Schleifen. Und ich kümmere mich ums Verstecken, aber vielleicht könnt ihr mir beim Sortieren der bemalten Eier helfen, damit ich weiß, welche Art von Versteck zu welchem Ei passt.« Ein Hoffnungsschimmer blitzte in ihren Augen auf. Sie beschlossen, es zu versuchen. Von diesem Moment an herrschte emsiges Treiben im Hasenbau. Hopsi tauchte seinen Pinsel in leuchtende Farben und verwandelte ein Ei nach dem anderen in kleine Kunstwerke. Lotta band wunderschöne Schleifen in allen Größen und Formen und sortierte sie sorgfältig. Und Willi bereitete seine Körbchen vor und ließ sich von Hopsi und Lotta helfen, die bemalten Eier nach Größe und Muster zu sortieren. Hopsi merkte, dass er viel schneller und präziser malen konnte, wenn er sich nur darauf konzentrierte. Lotta stellte fest, dass das Schleifenbinden viel mehr Spaß machte, wenn sie wusste, für welches wunderschön bemalte Ei die Schleife bestimmt war. Und Willi war überrascht, wie viel einfacher das Verstecken war, wenn er die Eier schon vorsortiert hatte und sich auf die besten Plätze konzentrieren konnte. Gemeinsam schafften sie es, alle Eier rechtzeitig fertigzustellen. Am Ostermorgen, als die ersten Sonnenstrahlen durch den Wald huschten, machten sich die 3 Freunde auf den Weg, um ihre kleinen Kunstwerke zu verstecken. Willi wusste genau, wo jedes bunte Ei am besten zur Geltung kam. Unter einem leuchtend gelben Löwenzahn, zwischen den zarten blauen Blüten des Vergissmeinnichts oder versteckt in einem Moospolster. Lotta band noch schnell ein paar zusätzliche Schleifen an besonders schöne Verstecke. Als die Kinder am Morgen auf die Suche gingen und die liebevoll bemalten und geschmückten Eier entdeckten, strahlten ihre Augen. Hopsi, Willi und Lotta beobachteten das Treiben aus sicherer Entfernung und freuten sich über ihren gemeinsamen Erfolg. Sie hatten gelernt, dass jeder von ihnen etwas Besonderes konnte und dass sie als Team unschlagbar waren. Dieses Ostern war nicht nur wegen der vielen bunten Eier ein Erfolg, sondern vor allem, weil 3 junge Osterhasen gelernt hatten, wie wichtig es ist, seine Stärken einzubringen, voneinander zu lernen und gemeinsam ein großes Ziel zu erreichen. Und so feierten sie ihr bestes Osterfest aller Zeiten, als ein starkes und fröhliches Team.